Shalom Aleichem. Ich heiße Gitel Schechter Vishwanath. Ich bin der Vorsitzende von der Jiddischliga. Die Jiddischliga bringt auch die Serie YouTube-Programme auf unser Kanal. Und die Jiddischliga ist eine Jiddisch-Organisation, eine imparteiische Jiddisch-Kulturorganisation, was ihre Hauptziele sind das Stützen, Reden Jiddisch, a modern Jiddisch, a handzatig Jiddisch, a lebendig Jiddisch, a sprudeldig Jiddisch. Wir sind zufrieden, was ist in die Hand gekommen, sich zu hören, zu unser jetziger Programm. Wir bringen nach Hand ein Programm in der Serie Jiddisch Hand. Jiddisch Hand bringt für verschiedene Yechidim, Künstlers, Auftreters, was stellen nach vor Programmen auf Jiddisch, was man sieht nicht so oft. Und wir hoffen, dass ihr es hanur. Hand wird ihr sehen, James Holtz, was stellt vor eine jiddischsprachige Punch und Judy Vorstellung. Das ist ein Lalke-Theater. Und wird auch lesen sein Kunst. In interviewieren ihm wird unser Eli Benedikt, was ist der Programmdirektor von der Jiddisch. Agitten Shalom Aleichem. Ich bin Eli Benedikt und ein wird mich schmissen mit James Holtz, Professor James Holtz. Professor, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Aber wo ist Professor? Kannst du ein bisschen erzählen? Für was Professor? Es ist sehr wichtig zu wissen, dass alle was spielen Punch and Judy heißen Professor. Lass mal hören ein bisschen wegen dir. Wie bist du geworden? Wann bist du geworden? Erzähl uns. Jo, ich bin geboren geworden mit langer Zeit zurück in die 80er Jahren in einer schönen Stadt, was heißt Birmingham. Lass mal hören ein bisschen, was du gerät Jiddisch in der Reim. Wie hast du sich gelernt Jiddisch? Was ist deine Beziehung mit Jiddisch, besser gefragt? Mein Jiddisch ist nicht perfekt. Ich habe gelernt als Erwachsener. Mit etwa 12 Jahren zurück. Es ist sehr romantisch. Mein Weib ist mein Lehrer auf unserer ersten Date. Im Restaurant trinken Green Tee, essen Salat. Habe ich gehabt meine erste jiddische Lektion. No, also romantisch. Lernen Jiddisch für Liebe. Lernen Jiddisch für Liebe. Es ist not zu mein Herz. Ja. Erzähl uns ein bisschen, wenn es die Jungen im Spielen, Jiddisch Theater, aus so Bubes Theater, Lalkes Theater, wie man sagt. Mit Jahren zurück habe ich angehoben, Bubes Theater. Viele als ich bin gewesen, ein kleines Kind, habe ich getan, solche Sachen. Es ist gewesen mit mir mein ganzes Leben, aber Jiddisch Theater, das ist gewesen neu. Das nur die letzten 4 Jahre. Sehr schön. Und der Titel von der einzige Schmiss ist Punch and Judy. Erzähl uns ein bisschen, wie sollst du umgehen mit Bubes Theater? Hast du umgehen gleich mit Punch and Judy oder hast du umgehen mit verschiedenen Bubes Theater? Nein. Ich habe angehoben mit Punch and Judy und ich meine, ich will endigen mit Punch and Judy. Punch and Judy ist mein, ich habe nicht genutzt Punch and Judy. Punch and Judy hat mich genutzt. Das ist mein Beliebssache. Es ist das beste Piazza auf der ganzen Welt. Weil ich habe probiert Three Little Pigs, Peter and the Wolf, und sie sagen, nee, Punch and Judy ist perfekt. Ich habe nicht getroffen Punch and Judy. Punch and Judy hat mich getroffen.
So James, da erzähl uns ein bisschen, was ist die Historie von Punch and Judy? Was ist das Bechlal Punch and Judy? Wie hat es umgegeben? Sie geht mit Doris zurück. Ich meine, also es geht sehr lange Zeit zurück. Escher ist Avram Avinu gewesen, das erste Punch and Judy Professor. Aber offiziell, Punch, kommt von der alten italienischen Pieces. A Serie, was hat geheißen, die Commedia dell'arte. Oder dell'arte. Das hat existiert zwischen ich meine, 1600 bis 1800. Es ist gekommen in England um 1662. Dann hat Samuel Pepys gesehen eine Punch and Judy Piece in Mayfair. Nicht so weit von mir. Punch and Judy ist geworden mehr und mehr populär, speziell in Victorian-Zeit. Die Viktorianer haben lieb gehabt Punch and Judy. Es ist gewesen als über London. Jeder Gast hat gehabt eine Punch and Judy Show. In den 20er Jahren, Punch and Judy ist gegangen zum Datsche, beim Yam, to the seaside. Ständig Datsche, Seaside und Punch and Judy seien zusammen wie Challe und Kedem. Wir seien ständig zusammen. Es ist gewesen sehr populär. So, über so, James, lass mal sehen, eine Minute Punch and Judy, eine Vorstellung für 1901. James, da erzähl mir ein bisschen, man hat gesehen, dass der Hund rein in der Vorstellung. Und ich will lernen alles wegen dem noch einmal nicht, weil ich meine damit einfach ein bisschen auf alle Figuren von der Vorstellung. Aber da erzähl mir, wo ist das allemal in Dreußen? Ich sehe es allemal seit euch, dass es du Menschen in Dreußen und der Vorstellung geschieht in Dreußen, nein? Ja, in Dreußen ist der traditionelle Heim von Punch and Judy. Der Neshama wohnt in Dreußen von Punch and Judy, weil ich weiß, dass ich tue einmal Geburtstag Mercedes nicht in Dreußen, in Staub, aber sie seien nicht so kischefdick wie die Pieces, was passieren in Dreußen. Es zieht der Menschen. Und kannst du mir sagen, in den Bildern sehe ich auch ältere Menschen und auch Kinder. Ist es gemacht für Kinder oder ist es auch für ältere Menschen? Die beste Punch and Judy Piece ist für Kinder, ältere Menschen, inmitten Menschen. Ich meine es, man hat die junge Leute, die ältere Leute, das ist das Beste, ständig. Einmal tue ich PSs nur für Kinder. Es ist in Ordnung, aber nicht so gut, weil wir können machen ein bisschen moderne Slapstick für die Kinder und ein bisschen Adult Humor für die ältere Leute. Und das ist perfekt. Kannst du ein bisschen erzählen, wegen Punch and Judy allein? Wer ist Punch und wer ist Judy? Was sind die Figuren von der Theatervorstellung? Red Punchke ist gekommen. Red Punchke, bist du great? Das ist Red Punchke und das ist ein Vibe, Judy. Hello everybody, my name is Judy. Das ist der Mensch heißt Joey the Clown. Er ist sehr populär.
and das is der moordicke krokodil. Mijn beliebste character is PC Plod. Is een zeer narische policeman. Nog een character is the modern sausages. De Englische meen as sausages zijn een zeer komisch. Englische comedie en sausages zijn een twee zaken wie peas in a pod. Ik weet niet voor was. Ik kan trachten wegen hem, aber ik weet niet voor was ze zijn zo komisch. In Punch and Judy, eenmaal zijn mensen gevallen in sausage machine en er rausgekommen sausages is zeer moeilijk. Dat is een zeer oude karakter. Heet Scaramouche. Komt uit van de oude Italianische pieces. En de meeste is, in de oude tijden, is gehangen van de hals. En het kan het dan een speciale zaken, weil is niet gestorben. Ik kan dat dan. Zeer modern jetzt. Voor mijn Jiddische piece, ik heb gemaakt een nieuwe karakter. Was heet Rabbi Greenbottom. Dit is nog een naam was is gekomen van hemel in direct in kop. Ik weet niet voor wat. Is in mijn kop mijn piece onhebt Moitse Yom Kippur. En is een reis gegangen heim van school. Rabbi Greenbottom, as I get heim, werd gevonden een zeer moderne zaak. Een krokodil is in zijn stub. En ik heb nog een karakter, wat is speciaal zum Jiddische piece. Een dibbuk! Ha, 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 ha. Als ik heb gemaakt das Jiddische piece, heb ik niet nog verteidigt. Weil, ik meen, das is niet goed genoeg. Ik heb nicht verteidigt, ich habe verjidischt. Ich habe Mr. Punch hat geheißen Red Punchke. Judy, Judis. Joey the Clown, Jossele. In mijn kop, der piece, der jiddische piece, is in een alte Städtel. Es heeft dan Moitse Yom Kippur. Alles is stil. In de piece, ik heb gesteld Jiddische zaken was ik heb leven. Als ik wie das Boelbeleid, Montik Bulbis, en als ik weiter, ik heb een stukje van Punch lijnt das Alphabet. Is daar een mikve met een krokodil, was schwimmt in hem. En als ik weiter, is daar een ganz Indien met een dibber, was geht rum in Städtel. En no Red Punchke kan hem weggenomen, kan patchen en wegwerfen in teig. Lass mal sehen, dass ein bisschen von deiner jiddische Stickerlach. Rantig Bulbes, Dinsticken mit Bulbes, Brot mit Bulbes. Oh, der Dimmer, und wieder Bulbes, Oh, ihr Dimmer, geh weg. Im Tag gekommen, zu den dem berühmten Mr. Punch. Alechem Shalom. Oh, oi, Jiddisch. Sei Michael, komm vergessen wegen dem.
Röppanske. Erst kannst du tun, ein Stück Kischer für die Menschen. Kischer, verbringen dein Kischerdicken Stecken. Ja da 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 da, 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 da 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 da, da 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 da. Röppanske. Oh, Judy! Oh, Judith! Oh, Judith, hey! Wel, extra opgehen, weil der Punch and Judy Professor hat noch zwei Hände. Bye bye. Bye bye. Wir haben gehört zusammen in modne Call, was das gemacht von der Charakter. So jeder hat ein bisschen ein modne Call. Was macht der Call? Ich wollte dich erzählen, aber es ist ein größer Sod. In das, ich habe ein spezielles Konvert mit was hat in dem? Ein Pitch-FK. Das geht im Maul. Ist es schwerer zu tun, der Call auf Jiddisch? Ja, ich will dich erzählen dem Emmes. Es ist schwer auf Englisch, es ist schwer auf Jiddisch. Für mich ist es leichter auf Englisch, weil ich praktiziere 10, 15, 20 Mal eine Woche auf Englisch. Weil Softball spiele ich Pieces jeden Jahr. Sie kommen von den Euren, weil auf Jiddisch normal. Und das ist das eben, für was es ist mehr schwer. Was ist mit dem Text? Du hast da geschriebenen Text auf Englisch, auf Jiddisch, oder ist es ein bisschen Improvisation? Das Text ist 100% in Kopf. Ich praktiziere in meinem Job, da. Ich praktiziere, und dann ist es geschrieben auf ein Mark. Nicht auf Papier mit der Hand, weil es ist voll mit Improvisieren. Ich meine, man kann nicht sein zu formal mit dem. Ist das, du praktizierst auf eine Sache verschiedene Situationen, aus Setten von Improvisation, Setten, Gebäuden, die schleppst daraus der Situation? Ja, 100%. Ich praktiziere Millionen Situationen, was. Und als ich habe getan mit Jahren lang, weiß ich, was öfter passieren. Also wie Koheles, nothing new under the sun. Ja. Sehr schön. Kannst du mir erzählen, wie sollst du umgehen, spielen die jiddische Vorstellung und wie du es gewähnt und was trachst du denn in der Zukunft mit dem? Ich habe getan das erste Mal in einem jiddischen Kurs, was heißt Ottezoi, ist sehr berühmt. Und ich habe getan, seitdem habe ich getan ein paar Mal in Schulen. Für eine Zukunft. Ich habe jetzt auf ein speziell online Video jiddische Punch and Judy. Und das wird ein sehr speziell, weil es wird haben Klezmer-Musik, es wird haben andere Akteuren, Special Effects, es wird sein größer und schöner und voll mit stark Jüdischkeit. Ob einer will dich anrufen, ob einer will bestellen, die Vorstellung, wie soll man ziehen zu dir? Man kann gucken auf meiner Webseite, was ist londonpunchandjudy.co.uk. Wir hoffen, dass ihr es nur gehabt von der heutigen Programm. In mir verbeten nach, sich zu abonnieren auf unser YouTube-Kanal. Ihr werdet sehen, das Knöpfel Otto du. In mir mutig nach,
euch zu stützen die Jiddischliga. Ihr könnt uns auch finden auf der sozialen Medien, auf Facebook und auf Twitter. Dort werdet ihr finden verschiedene Ideen wegen der Jiddischliga, herangerechnet unsere Wörter von der Woche. Jede Woche wird ihr sich kennenlernen neue Wörter auf verschiedene Themen. In Kadei zu stützen die Jiddischliga könnt ihr geben mal Quetsch und dort einen schönen Tag. Seid gesund.